Also, als ich klein war und Teenager, ich weiß, dass meine Mutter hat mir immer sehr übel genommen, dass ich meine Sorgen mit ihr nicht teile. Und das hat mich immer sehr gewundert, weil ich dachte, eigentlich möchte ich mit Mutter nur meine Freuden teilen. Also das war ganz unbewusst scheinbar in mir, dass ich sozusagen Sospiri nicht nach außen ausspreche. Das ist scheinbar mein Naturell. Und ich finde, man kann da so sentimental werden und auch dieses Selbstleid bei Menschen, also das ist alles bringt null. Außer Selbstmitleid, Gefühl, und das ist natürlich so süß für die Menschen, also dass man sich gleich beruhigt. Ja. Je nachdem natürlich. Eigentlich, wenn man sehr vertieft in die Arbeit ist, und wir haben natürlich eine heilige Arbeit, wir haben mit so heilige Substanz, so glücklich machende Substanz, Musik zu tun, dass eigentlich das ist unsere Welt. Aber die Zeiten wie diese, wo die Welt durcheinander ist und eigentlich so ohne Kopf, ohne Herz, nur mit Kalkül mit sich umgeht, dann ist man ist so verwirrt, dass dann beginne ich mich für sowas zu interessieren. Es ist kein Wort interessieren. Ich muss für mich klar werden, was los ist, damit ich auch mein inneres Gleichgewicht behalte. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe von unserer Arbeit an uns selbst. Ja, ich meine, das ist paradox, dass in Ländern, wo sozusagen keine Demokratie oder sogenannte Freiheit gibt, die Menschen, und das ist meine Erfahrung von Russland, was ich jetzt hier im Westen festgestellt habe, dass eigentlich wir nicht frei waren, eigentlich innerlich viel freier waren als die Menschen hier. Natürlich, das ist oft, und das ist die Aufgabe von Beziehungen auch, dass jeder frei bleibt. Und ich glaube, das sind ganz wenige Menschen, die das schaffen. Spazieren gehen, kochen, schlafen, das Gute tun. Weil wenn ich Gutes tue, dann bin ich offen und das tut mir selbst auch gut. Ich habe einmal Richter gefragt, Sviatoslav Richter. Glücklich, hat er gesagt, wenn ich in Prag spazieren gehe. Ja? Zum Beispiel. Ja? Das ist kein festes Gefühl für das ganze Leben. Man hat es erwischt und das bleibt. Nein, ein Glücksgefühl, das kann in jedem Augenblick eintreten. Ja, das ist Befreiung, das ist Begeisterung. Ja, das ist sozusagen diese Fontäne von guter Energie. Und das macht uns glücklich. Das glaube ich nicht. Es ist nur so, was ich beobachtet habe, auch an mir. Nach einer Woche Unterrichten, wo ich mehr weiß als die anderen, habe ich immer recht. Man gewöhnt sich so an dieses Gefühl, und an dieses natürlich total trügendes Gefühl, ja, dass man schon unfehlbar ist. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Wissen Sie, vor kurzer Zeit oder vor ein paar Jahren, plötzlich Jörg Wiedmann hat mir gesagt, ach Lisa, wir sind so verletzbar. Und ich wusste nicht damals, was er damit gemeint hat, also welche Situation im Leben. Natürlich sind wir, weil wenn wir uns öffnen, so wie in Liebe, ja, was ist Liebe? Öffnung, totale Öffnung, dann sind wir ohne Schutz, ohne jenen Schutz. Und natürlich, dann sind wir verletzbar. Ja gut, aber wenn man besser werden will, dann muss man mit sich umgehen, muss man von sich verlangen.